Googelt man das Wort Komfortzone, findet man Begriffe wie Risikofreiheit oder Bequemlichkeit. Ein Ort, an dem wir das Gefühl haben, die Kontrolle zu haben. Aber sind wir mal ehrlich, wie viele Abenteuer beginnen schon von der bequemen, sicheren Couch? That's the only reason why it's okay. Damit herzlich willkommen aus einer ganz ungewohnten Perspektive. Wir haben uns eine Woche freigenommen. Wir sind eine Woche ohne Pablo unterwegs und wir sind eine Woche nur in der Natur unterwegs. Und wir freuen uns riesig. Wir waren so aufgeregt. Wir haben richtig Bock. Wir nehmen euch natürlich mit, aber wir freuen uns auch, eine Woche einfach mal den Laptop zuklappen zu können und die pure Natur Schwedens genießen zu können. Kopf einziehen. Ja, da kommen wir irgendwie durch. Ich glaube schon. So, unsere erste Sackgasse. Wir wollen tatsächlich das Handy ganz beiseite legen und nur mit der guten alten Karte hier navigieren. Das ist ganz cool. Wir zeigen euch die nachher mal ein bisschen genauer, wie wir hier versuchen zurechtzukommen. Aber natürlich ist nicht alles bis ins kleinste Detail beschrieben. Deswegen muss man auch mal eine extra Fahrt machen. Vor allem, wenn man nicht mit Google Maps arbeiten möchte. Rivers run dry, dust spreads in the air. 2 dark days, do you have a tear to spare? Make a promise, the world awaits. It's
heavy just breathing through this debate. Well, come on, start a riot. When they love you too much, now it's fame, fake, or even hate. Don't be scared when Erste Pause, was sagst du? Es ist so cool, es macht so viel Spaß, jetzt schon. Aber ich glaube, wir realisieren erst, dass wir das jetzt 6 Tage lang machen und wirklich auch im Zelt schlafen, wenn wir dann nachher unser erstes Camp aufbauen. Weil jetzt fühlt es sich natürlich erstmal noch so an wie so eine Paar-Stunden-Tour, oder? Ja, insgesamt haben wir, glaube ich, knapp 80, 90 Kilometer. 90 Kilometer knapp, genau. Ja, also ist schon ein bisschen was. Es ist gar nicht so unanstrengend, aber es macht super viel Spaß. Das ist echt cool. Also, Ja. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause, Mittagspause, Essenspause. ja. Und dann geht es weiter, weil für heute haben wir uns so ein kleines Etappenziel gesetzt. Haben noch 2 Landtransporte wahrscheinlich nachher. Und dafür stärken wir uns jetzt erstmal. fancy shoes and a ton to booze their best. Burn the contracts. We're out of time. You're a power battery, so don't get in line. No, starter, come on, start a riot. When they love you much, no, it's fame, fake, or even hate. It's a lot to break, paralysis, you stayed at the game. It's a lot to take in, it's designed to know it, don't wait. Don't be scared when the wave paralyzes, you stayed at the game. Es gibt jetzt die ersten Orientierungsschwierigkeiten bei uns. Eigentlich sollte hier irgendwie eine Brücke kommen vor einem Kraftwerk, an der wir eine Landüberquerung haben. Es gibt da aber keine Brücke und es gibt sowas Ähnliches wie eine Brücke und wir sind uns jetzt nicht sicher, ist es die Brücke oder ist es schon das Kraftwerk. Weil es sieht nicht so aus, als ob wir da drunter durch können. Na gut, also wir scheinen wahrscheinlich nicht drunter durchzupassen, weil das Wasser einfach zu hoch ist aktuell. Es hat sehr viel geregnet. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir drunter durchpassen oder ob wir gleich den ersten unfreiwilligen Landtransport hier machen müssen. Wir hatten gerade unseren dritten Landgang, von den 2 geplant waren. Der erste, wie gesagt, da ist die Brücke einfach nicht befahrbar gewesen, unten durch. Es ist super schön, es ist richtig ruhig, es macht richtig Spaß, aber die Landgänge sind verdammt anstrengend. Ja, Leute, mit dem Van haben wir jetzt schon 2, 3 am Ufer gesehen. Ich habe schon zu Fabi gesagt, ist auch mal interessant, den Perspektivwechsel jetzt vorzunehmen. Die Natur, es ist traumhaft schön. Hinter uns kommen noch 2, 3 andere Kanus, aber sonst ist man hier ganz alleine. Und ja, die Landgänge, gerade wenn man keine Muskeln in den Armen hat, so wie ich. Aber es zeigt sich wieder, dass Fabi und ich ein sehr gutes Team sind, dass wir es gemeinsam jetzt auch gut hinbekommen haben. Und wir freuen uns jetzt aber, wenn wir dann für den ersten Tag ankommen, unser Camp aufbauen und ein schönes Feuerchen machen. Aber ich bin so glücklich, es hat sich jetzt schon gelohnt. Also ich bin richtig, richtig glücklich, aber ich muss paddeln, weil wir treiben gerade ab. Abgesehen davon, dass wir gerade rückwärts fahren, kann ich sagen, dass wir von dem Campingplatz auch voll Bescheid bekommen haben, dass die Trinkwasser, also dass alle Gewässer sehr gute Wasserqualität haben und man das Wasser auch ohne abzukochen direkt trinken kann. Haben wir gerade das erste Mal getestet und schmeckt auch ganz gut. Anscheinend, so wurde es uns zumindest gesagt, ist das Wasser hier relativ eisenhaltig. Deswegen ist es auch so dunkel.
Und für den Kopf ist das erstmal ungewohnt, dann so sein Wasser aus dem See einfach oder aus dem Fluss zu trinken. Aber ich finde, es hat jetzt ganz gut geschmeckt. Wir sind eins mit der Natur. So, wir haben unsere kleine persönliche Insel gefunden. Hier ist wirklich niemand. Und boah, der Platz ist ja der Hammer. Richtig gut. Hier kann man richtig schön Zeit aufschlagen. Richtig schön. Also hier ist schon Feuerholz, hier sind ganz viele Blaubeeren, hier können wir das Zelt perfekt hinmachen, eine Wäscheleine spannen. Und ich glaube, es ist für den ersten Tag einfach nur richtig, richtig schön. Also, besser geht's nicht. Ja, mega gut. Jetzt müssen wir nur noch das Kanu ausladen. Und wie klappt's? Er läuft. Steigen wir demnächst auf Zeltlife um? Mal gucken. Also erste Nacht, wir müssen erstmal überstehen. Zelt steht schon so halb. Ich mache jetzt noch das Unterzelt rein. Tarp haben wir auch aufgespannt. Nicht 100% ideal, aber es wird vom größten Regen abhalten, der Das heute heißt's eigentlich nicht. kommen soll. Aber Nee, ich glaube morgen Nacht. morgen Nacht. Na gut, hoffentlich Werden sehen. werden wir sehen. Aber der Boden ist so weich, das ist richtig krass. Also man kann die wirklich mit einem kleinen Finger reindrücken, Ja. hier, die Heringe. Naja, machen wir weiter. So, jetzt gibt es erstmal ein Käffchen hier mit meiner MacGyver-Konstruktion. Und dann versuchen wir unser Angelglück, glaube ich, heute noch. Weil wir wissen nicht so richtig, was wir essen sollen. Beziehungsweise wir können uns nicht einigen. Und wenn wir einen Fisch fangen, dann wissen wir, okay, heute wird Fisch gegrillt. Gibt's heute? Keinen Fisch. Das Anglerglück ist ausgeblieben, aber wir machen Bratkartoffeln und wir versuchen jetzt gleich mal, wir haben zwar keine gusseiserne Pfanne, aber ganz ehrlich, wir haben so eine sehr günstige Pfanne. Wenn die jetzt kaputt geht in den Tagen, ist es nicht ganz so dramatisch. Wir probieren es mit unserer Pfanne, die Bratkartoffeln direkt auf offenem Feuer zu machen. Und ein zweiter Grund, warum wir heute direkt Bratkartoffeln machen. Die Kartoffeln sind schwer und deswegen kommen die als erstes weg. Richtig. Wir haben jetzt auch echt Hunger, haben wir gerade schon festgestellt. Also man merkt, wir sind ungefähr, schätzen wir mal, 14 Kilometer heute gepaddelt und waren natürlich auch sehr aufgeregt, haben nicht viel geschlafen. Das merkt man jetzt schon, sind echt K.O., aber wir haben schon 10-mal jetzt gesagt, dass es einfach so, so toll ist und so ein schönes Erlebnis. Ja, können wir sehr empfehlen. Normalerweise habe ich ja immer Feuer mit festen Grillanzündern gemacht. Aber das ist halt wie ein Cheatcode. Also das kippst du einmal vorher drauf, natürlich nicht rein, wenn du schon eine Glut hast. Das ist sehr gefährlich. Aber wenn man vorsichtig damit umgeht, dann kriegst du damit ja wirklich jedes Feuer an. Das ging ja jetzt super schnell und easy. Da müssen wir schon ein bisschen gucken, aber... Wo ist der zum Umrühren? Hinten, da beim Geschirr. Geht hervorragend. Wo ist der Holzlöffel? Hältst du fest? Ja.
So, Guten Appetit, mein Schatz. Wildlife. Voll. Schönen guten Morgen aus Schweden, aus dem Zelt, von irgendeiner Insel, Oksan. ja, so einer kleinen Insel, auf der man campen kann. Und wir haben so mittelmäßig gut geschlafen, würde ich sagen. Wir hatten einen Tarp aufgespannt, nicht richtig gut aufgespannt und es hat uns so genervt die Nacht, dass wir es wieder abbauen mussten. Und ratet mal, es regnet. So, dafür war das Tarp eigentlich gedacht. Aber ja, so. Fabi hat sich gestern Regen gewünscht und hat gesagt, er freut sich schon auf den Tag, wo es regnet. Ja, da kam ziemlich schnell der Tag, wo es regnet. Naja, wir müssen erstmal wach werden. Also gestern Abend haben wir das Tarp wirklich verflucht. Deswegen haben wir es auch in der Nachtaktion nochmal abgebaut. Aber heute Morgen haben wir es dann schnell wieder aufgespannt und wir sind echt froh, dass wir so ein Ding mitgenommen haben. Ja. Weil wir können uns jetzt einfach ganz gemütlich hier vorbereiten, haben das Zelt abgebaut. Es kann auch ein bisschen trocknen. Ja, Und wir können vor allem im Trockenen frühstücken und Kaffee Ja. trinken. Voll. Es regnet sich gerade richtig schön ein. Also so wie wir Schweden kennen und lieben gelernt haben. Und ja, es gibt erstmal einen schönen Morgenkaffee. Ja. Wir wollten Regen. Ja, jetzt haben wir Regen. Aber man muss sagen, dafür, dass wir das allererste Mal machen, sind wir ganz gut ausgestattet. Haben uns echt ganz gut Gedanken gemacht. Vor allem dieses Tarp ist echt Gold wert, weil so können wir jetzt alles richtig gut schützen. Fahren wir los? Kurze Denkpause, wir haben ganz schön mit Wind zu kämpfen, wir kommen nicht wirklich voran und ja, wissen jetzt auch nicht so richtig, ob wir jetzt weiter paddeln sollen gegen den Wind oder ein bisschen abwarten, bis es ein bisschen weniger wird. Ja, weiter geht's. Wir versuchen jetzt eine windabgewandte Seite zu finden und ja, fahren einfach weiter. Das hilft ja nichts. Wenn wir jetzt hier warten, das Wetter wird nicht besser und ja, muss weitergehen. Okay. Chef hat gesprochen, es muss weitergehen. Also machen wir jetzt
4 Ausparkmanöver und haben ungefähr 2,5 bis 3 Kilometer vor uns bis zur nächsten Landüberquerung und da ist dann nämlich auch ein Unterschlupf, wo wir erstmal eine Pause machen können, Kaffee kochen können oder so und man muss nämlich wirklich jeden Tag so 15 Kilometer fahren, sonst schafft man die ganze Strecke gar nicht in den Tagen. Deshalb wollen wir jetzt nicht den ganzen Tag rumwarten, weil das summiert sich ja sonst nur auf und wir wollen auf gar keinen Fall früher abgeholt werden. Also die Passage war gerade heftig. Ja. Ein Stück Bananenkuchen auf dem Paddel. Die war heftig gerade. Aber ich glaube, dafür, dass wir das noch nie gemacht haben und ich zumindest gar keine Muskeln in den Armen habe, kriegen wir das ganz gut hin. Das ist echt anstrengender, als es aussieht, muss ich sagen. Auch das Lenken nicht so easy. Dann auch der Gegenwind. Aber macht wirklich Laune, also ist schon cool. So, kurze Verschnaufpause. Wir müssen uns erstmal ein bisschen aufwärmen. Deswegen gibt es eine heiße Zitrone. Und ein paar Nudeln. Ja, eigentlich ist es ist nicht kalt. Es geht voll, ja. Es ist halt nur nass jetzt. Aber zum Glück hat es ein bisschen nachgelassen. Blaubeer-Zitronentee. Das sieht echt lecker aus. Gut, aber schmeckt doch ganz gut. Man muss nur erfinderisch werden. Wir haben die Teebeutel nämlich gerade nicht gefunden, die sind irgendwo. Aber die Natur bietet einem alles gut. Hier wächst jetzt kein Zitronenbaum, den haben wir auch mitgenommen. Hauptsache es macht warm. Genau, und es schmeckt. Wundert euch übrigens nicht, wir müssen ab und zu jetzt mit der GoPro filmen, weil bei dem Wetter können wir einfach nicht mit unserer richtigen Kamera filmen. Deswegen haben wir ein bisschen Qualitätsverlust jetzt gerade bei den Aufnahmen, aber es ist einfach bei dem Wetter nicht anders möglich, weil dann ist alles kaputt. Feuer kriegen wir leider mit Brennspiritus nicht mal an, also es ist schon alles richtig durchweicht gerade. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Holz gesammelt, dass wir im Boot ein bisschen trocknen können. Guckt euch das an, wie das einfach nur spiegelt hier. Es ist so krass. Man kann gar nicht unterscheiden, was Wasser ist und was Vegetation. Das ist richtig heftig. Wir sind am heutigen Ziel angekommen. Wir haben echt ganz schön gebraucht, bis wir einen Platz gefunden haben, der noch nicht besetzt ist, um uns hier auszubreiten. Und es war todesanstrengend heute, aber es hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Und wir werden jetzt einfach noch ein Feuerchen machen. Das war auch echt schwer, weil es so nass ist, das Feuer anzubekommen. Jetzt geht es so ein bisschen. Und was gibt's heute? Chili mit Pfannenbrot.
Ein neuer Tag. Wir haben sehr gut geschlafen, würde ich sagen, viel besser als am ersten Tag. Man muss sich da, glaube ich, erst ein bisschen dran gewöhnen, an die Naturgeräusche und die Stille, irgendwie schon sehr ungewohnt. Wir haben jetzt das Camp abgebaut, alles ist trocken mehr oder minder, gell? Also Hat nicht mehr geregnet, es ist bewölkt, aber ja, wir sind ja gut ausgestattet, also... ja, es wird heute bestimmt wieder regnen, also so sieht es jetzt zumindest aus. Wir haben das Boot jetzt so präpariert mit dem Tarp, dass es uns egal ist, wenn es ein bisschen nass wird. Und deswegen würde ich sagen, los geht's. Man nennt Schweden auch den Spreewald des Nordens. Hast du dir das gerade ausgedacht? Wir sind heute auch mal früher los als gestern, dadurch, dass wir heute ein bisschen früher aufgestanden sind. Mal gucken, ob wir dann heute auch noch mal so ein bisschen Zeit haben, um einfach, ja, keine Ahnung, zu chillen oder so. Gestern waren wir irgendwie gefühlt echt den ganzen Tag unterwegs und wenn man ankommt, muss man ja auch erstmal das Zelt aufbauen und alles sortieren. Das nimmt schon echt viel Zeit in Anspruch, das unterschätzt man anfangs auch, finde ich, total. Aber ich finde gut, dass wir immer noch richtig motiviert dabei sind, richtig Spaß haben und die wunderschöne Natur einfach echt genießen können. Ja, wir haben schon gesagt, wenn es sowas in Deutschland geben würde, wie voll es einfach wäre, weil es einfach so toll ist. Oh mein Gott. Geil! Nur nicht die Kopfstoßen an wird. Oh, ja. Achtung, Schatz. Ja, gut, sehr gut. Und weiter paddeln. Frisch gestärkt, kann weitergehen. Wir haben die nächste Insel erklommen. Wup, wup. Wieder mal ein Stellplatz, der einfach traumhaft schön ist. Also jeden Tag haben wir hier an so tollen Plätzen geschlafen. Heute war die Strecke nicht ganz so lang. Wir sind gar nicht mal so K.O. wie die anderen Tage. Aber ist auch nicht schlecht. Jetzt können wir hier den Platz noch genießen, noch eine Runde baden gehen, grillen und ja, sind nicht so ganz abgehetzt.
Oh, das war richtig schwer und anstrengend. Und genau vor diesem Landtransport hat es mir auch so gegraut. Ich bin froh, dass wir es nicht hoch mussten. Aber es war super anstrengend. Aber wir haben es als Team gut gemeistert. Alter, wie ein Profi. Okay. Okay. Attacke, bevor es anfängt zu regnen hier irgendwo. Ja. Nach 6 Tagen, 5 Nächten, über 80 Kilometern, zig Seen, 10 Landtransporte. mehr als 10 Landtransporten. Wir sind richtig, richtig fertig, aber hatten ein unglaubliches Abenteuer. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja, wir hoffen, wir konnten euch Schweden jetzt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive und von einer ganz anderen Seite zeigen. Uns hat es der Natur nochmal wirklich ein Stück weit näher gebracht, würde ich sagen. Das war wirklich eine ganz andere Erfahrung, für uns auch eine ganz andere Perspektive, das Ganze aus der Wasserperspektive mal zu betrachten. Es ist wieder sehr viel Videomaterial. Ich bin gespannt, wie aufwendig diese Produktion wird, aber ich nehme an, es wird aufwendiger. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.